Hallo, hier ist Maini. Rotkraut, Blaukraut oder auch Rotkohl genannt wird sehr gerne zu Wildgerichten, Schweinebraten, einer Gans oder zur Ente serviert. Achtet bitte beim Kauf von Rotkohl darauf, dass es qualitativ einwandfrei ist und sich zwischen den Blättern keine weißen Pünktchen befinden, so wie hier bei mir, die vielleicht auf irgendwelche Eier, Larven oder irgendeine andere Kontamination bzw. Verunreinigung hindeuten. Der saubere Rotkohl wird geviertelt, die äußeren Blätter, aber auch der Strunk kommen weg und er wird in feine Streifen geschnitten. Die eingeblendeten Zutaten beziehen sich auf 1 Kilogramm Rotkohl, in dem Video verarbeite ich aber mehr. Jetzt kommen Zucker, Salz und Zitronensaft dazu. Wenn ihr statt 2 Zitronen nur eine verwenden wollt und den Rest der Säure zum Beispiel mit einem Esslöffel Apfelessig ergänzen wollt, dann geht das natürlich auch. Durch die Säure wird zum einen der Geschmack verfeinert, zum anderen trägt die Säure dazu bei, dass der Rotkohl heller bzw. rötlicher wird. Natürlich könnt ihr auch mit Orangen oder Orangenscheiben bzw. Zitronenscheiben arbeiten. Diese sollten allerdings unbehandelt sein und müssten dann vor dem Kochen entfernt werden. Jetzt gebe ich die Gewürze in einen Gewürzsack rein. Ihr könnt auch einen Mini-Sieb für Tee zum Beispiel nehmen. Lorbeerblätter und Zimt kann man auch direkt so reingeben. Ich finde es im Beutel aber schöner. Wenn nötig noch ein bisschen nachpfeffern bzw. Rotwein dazu geben, weil der Saft, der hier unten austritt, der muss richtig gut schmecken. Das ist schon mal die halbe Miete. Natürlich kann man das Ganze sofort in den Topf geben und zum Köcheln bringen. Ich lasse es aber gern über Nacht abgedeckt im Kühlschrank ziehen, bzw. mindestens aber 1 Stunde, falls ihr es eilig habt. Wir geben jetzt in den Topf entweder Schweineschmalz, Butter, geklärte Butter, Enten- oder Gänsefett oder für die vegane Variante Pflanzenöl rein. Ich hatte noch vor den vorherigen Videos noch Entenbrusthaut mit etwas Fett übrig. Die Entenbrusthaut mit dem Fett habe ich etwas klein geschnitten und mit etwas Wasser in einen Topf gegeben. In etwa 20 Minuten ist das Wasser verdünstet und das Fett ist geschmolzen. In diesem Entenschmalz schwenken wir jetzt 1 bis 2 Zwiebeln glasig und geben natürlich auch noch Apfelstücke rein. Ob in Würfel oder in Scheiben geschnitten oder mit der ganzen Schale geraspelt, bleibt euch überlassen. Nach 2 bis 3 Minuten kommt der Rotkohl mit den ganzen Gewürzen hier rein. Apfelsaft und Apfelmus verwende ich nicht. Stärke für die Bindung oder geraspelte Kartoffeln für die Bindung verwende ich auch nicht. Dafür gebe ich aber eine Handvoll Langkornreis mit rein, der verkocht und bindet auf natürliche Weise. So habe ich das in der Kochausbildung gelernt. Selbstgemachtes Gemüsefond gebe ich natürlich auch noch mit rein, damit der Rotkohl bis zur Hälfte bedeckt ist. Wie man eine Gemüsebrühe zubereitet, habe ich euch bereits in dem oben eingeblendeten Video gezeigt. Manche füllen aber auch mit Rotwein oder Wasser auf. Ich finde es mit der Brühe schöner, weil die Brühe Geschmack hat und bereits gewürzt ist. Das Ganze köchelt jetzt bei niedriger Hitze leicht abgedeckt zwischen 60 und 80 Minuten vor sich hin. Zwischendurch bitte mal umrühren. Nach Wunsch kann man am Ende noch mit ein paar Esslöffel Johannisbeergelee oder Preiselbeeren das Ganze schön verfeinern. Rotkohl kann man hervorragend auch 1-2 Tage vorher zubereiten und im Kühlschrank sozusagen aufbewahren. Wenn zu viel Zeitdruck oder zu viel Stress angesagt ist sozusagen, kann man sogar ein paar Wochen vorher vorbereiten oder ein paar Tage vorher vorbereiten und das Ganze einfrieren. Es ist jetzt nicht unbedingt so das Edelste, aber es funktioniert trotzdem. Also rausholen und auftauen bzw. aufwärmen funktioniert auch. In diesem Sinne schaut euch auch gerne meine anderen Videos an, abonniert meinen Kanal, macht die Glocke an, bleibt gesund, bis bald.